Das sind unsere Preisprognosen für die kommenden 5 Jahre. Und die sehen leicht anders aus als die, wie man sie sonst in der Immobilienbranche kennt. Und zwar erhalten wir eben ein Intervall. Wenn wir uns zum Beispiel auf Gemeinde anschauen, dann ist dieses Intervall kleiner. Gucken wir uns auf Wohnquartier an, dann ist dieses Intervall größer. Warum ist das so? Darauf würde ich dann gerne eingehen, wie findet so ein Preisforecast statt und wie interpretieren wir den bei uns. Wir schauen uns unseren aktuellen Preis an, der liegt bei 19,16 € auf die Gesamtgemeinde Berlin im Neubausegment. Und wenn wir uns sozusagen auf die kommenden 5 Jahre fokussieren und schauen uns das an, dann sehen wir, dass wir ein inneres Intervall und ein äußeres Intervall haben und das ist folgendermaßen zu interpretieren ist. Wir von unserer Seite, wir wissen nicht exakt, was in den kommenden 5 Jahren passieren wird. Das heißt, wir wissen nicht auf den Punkt genau, dass der Preis jetzt bei 19,17 € am Ende sein wird oder bei 21 € glatt. Was wir eben prognostizieren, ist eben ein Intervall und wie sicher sind wir uns mit dem Intervall. Das heißt, je schmaler das Intervall ist, umso sicherer sind wir mit dem Algorithmus und mit dem Machine Learning Modell für die jeweilige Zeit. Je breiter das Intervall ist, umso höher ist unsere Unsicherheit. Und dort erkennen wir eben, dass wir mit einer 68%igen Wahrscheinlichkeit mit einem tatsächlichen Preis zwischen 20,60 € und 19,80 € liegen werden und mit einem 95%igen Wahrscheinlichkeit zwischen 21 € und 19,42 € Und im Wohnquartier ist die Sache dann schon deutlich volatiler, was dann eben auch zu dem erhöhten Mietpreisrisiko führt. Wir befinden uns gerade bei der Entwicklung von 23,06 € Und dann schauen wir uns eben an, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% ausgehen, dass der tatsächlich reelle Preis zwischen 29,50 und 23,16 liegen würde oder mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 33,14 oder 20,58 €. Wie kommen wir zu diesen Intervallen? Das ist dann meistens die nächste Frage. Das ist dann ein Lernalgorithmus, der eine gesamte Zeitreihe nimmt, dann einen bestimmten Part davon abschneidet, auf dem sich der Algorithmus trainiert und dann eine weitere Zeitreihe nimmt, die er noch nie gesehen hat, um eben eine Preisprognose zu erstellen. Dieser Prozess ist jetzt mal ganz grob vereinfacht, der läuft dann iterativ durch die gesamte Zeitreihe durch und zu Ende hin werden 1 Million Simulationen der historischen Entwicklungen angenommen, als auch Zufallsparameter, die sowas herangeben wie was ist, wenn wir uns überdurchschnittlich gut entwickeln, überdurchschnittlich schlecht und dann eben nochmal so ein Error-Term mit in diese Berechnungen eingefügt worden ist, damit wir eben schauen können, wie sensitiv ist die Spanne auf mögliche Veränderungen und daraufhin erhalten wir für alle geografischen Lagen, für Miete und für Kauf die jeweiligen Entwicklungen für die kommenden 5 Jahre. Was wir hier in der unteren Tabelle erkennen können, ist, dass wir nochmal uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung anschauen können. Wie viel Prozent aller Simulationen sind am Ende positiv oder negativ ausgefallen und wohin tendieren tatsächlich die Simulationstendenzen. Das heißt, was wir hier erkennen, ist, dass in dem jeweiligen Segment die Miete eher dazu tendiert, in den kommenden 5 Jahren tatsächlich zu steigen. Wir sind aber auch uns dessen bewusst, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es eben auch dazu führen kann, dass die Miete stagniert oder eventuell auch sogar leicht nach unten gehen kann. Prayer.